Why do I stand up here? I stand upon this desk to remind myself of the importance to look at things in a different way. Wenn man dann am Anfang auf den Tisch steigt oder sowas, ja, dann ist natürlich jeder erstmal da, oh, was geht jetzt da ab? Ich möchte euch einladen, in den nächsten 60 Minuten mal mit mir gedanklich auf den Tisch zu steigen und auf unterschiedliche Aspekte im Leben aus einer anderen Perspektive zu gucken. Das wird interaktiv sein. Ich weiß, das ist direkt schon mal so, oh fuck. Ich fand ihn sehr inspirierend, mal neue Impulse auch wieder zu bekommen. Hat TED-Charakter, also muss man sagen. War echt super. Hat mir sehr gut gefallen. Der erste Perspektivenwechsel. Wir gehen davon aus, dass wir die Geschäftsführer unseres Denken und Handelns sind. Ich sehe die Welt, wie ich bin. Ja, wenn mein Denken dominiert ist durch Muster, die ich über mein Leben gelernt habe, die mit dem, was da draußen ist, zwar was zu tun hat, aber nicht unbedingt deckungsgleich ist. Kant hat ja schon unterschieden zwischen dem Ding an sich, wie es ist, was wir gar nicht erfahren können, und dem Ding für sich, was in uns erlebt wird, was durch unsere Deutung, durch unseren Hintergrund geprägt wird. Wir laufen durch die Welt und denken, wir haben recht andere, aber das Schöne ist, wir sind da nicht allein. There's no chance the iPhone will get any significant market share. No chance. Steve Ballmer, CEO von Microsoft, 2007 hat gesagt, niemand wird jemals bereit sein, $500 für ein Telefon zu bezahlen. Was kostet das neue iPhone? 1000 something? Also Wahnsinn, wie man so falsch liegen kann. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und das hat einen immensen Einfluss natürlich darauf, wie ich mich mit anderen Flamingos unterhalte. Zwischendrin sind Tierfotos immer wichtig, damit die Aufmerksamkeitsspanne da ist. Da sehe ich auch mal so ein kleines Lächeln. Sie haben ja leider meine Perspektive nicht, aber wenn Sie von hier, dann würden Sie sehen, Flamingos. Super schön, also er hat lustig angefangen und es war wirklich keine einzige Sekunde Langeweile da. Weil er einfach eine gute Art hat, auf die Leute zuzugehen. Er hat eine Ausstrahlung und das war mal eine ganz andere, um das aufzugreifen, eine andere Perspektive, auch vortragsmäßig gesehen. Wie oft habe ich mich auch schon wochenlang vor einem Vortrag, vor einem Gespräch, vor einem Krisengespräch, wochenlang schon in physischem Schmerz befunden, wo ich ja gar keine Ahnung habe, wie der werden kann. Also es ist nur kreiert in unserem Kopf. Ja, wir leiden an den Geschichten, die wir uns erzählen, nicht an den tatsächlichen Ereignissen. Wenn ich im Hier und Jetzt bin, bei dem, was ich gerade tue, kann ich gar nicht unzufrieden sein. Ich will ja genau das gerade machen, also gebe ich dem doch all meine Energie, all meine Kreativität, alles, was ich habe und mache das zu dem besten Moment, weil alles andere ist ja Schall und Rauch. Was war gestern, was war morgen, das ist alles hypothetisch. Nur hier und jetzt, im genau jetzigen Moment, kann ich mich gut fühlen. Ja, du kannst das vielleicht machen, ja, weil du so bist, aber ich könnte das nie. Ich bin ganz schlecht in Sprachen. Mathe kann ich überhaupt nicht. Die schlechte und die gute Neuigkeit ist, unser Gehirn ist eine permanente Baustelle. Jeden Tag werden neue Synapsen geschaffen. Man kann bis ins hohe Alter alles lernen. Genau, zum Beispiel jonglieren. Das wollte ich auch immer mal vor über 100 Leuten gucken, ob das dann immer noch geht. Scheint zu funktionieren. Gerade im Alltag und auch im Geschäftsalltag ist es tagtäglich so, dass wir diese Autobahnen befahren. Und immer mal wieder daran erinnert zu werden, dass es auch andere Wege gibt, finde ich total toll. Weil was bringt mir das, darüber nachzudenken, ich säße jetzt lieber in Hawaii am Strand? Dieser Gedanke bringt mich einfach keinen Meter weiter. Das heißt, wenn ich drüber nachdenke, Leave it ist immer möglich. Das hat eine wahnsinnige Befreiung. War fantastisch. Also hat mich schwer beeindruckt, wie man in 60 Minuten so einen Perspektivwechsel hinkriegt und ja, allein wie es angefangen hat und wie der ganze Vortrag lief, fand ich wirklich total klasse. Wollen wir wirklich Gewohnheiten so ein starkes Regent über unser Leben geben oder wollen wir nicht hin und wieder einfach mal welche brechen, unser Gehirn weiter dabei helfen, umzubauen, mal Dinge anders zu machen, weil woher weiß ich denn, dass die Art, wie ich Dinge tue, auch die beste Art für mich ist? Vielleicht gibt es ja viel coolere Arten. 30 Tage eine Gewohnheit brechen. Also entweder was dazufügen, 30 Tage lang habe ich, das war meine vorletzte 30 Days Challenge, 30 Tage lang 15 Minuten nach dem Aufstehen Yoga, no matter what. Die 30 Tage waren rum und am 31. Tag bin ich aufgestanden und dachte, oh jetzt, Yoga wäre ganz geil eigentlich. Ich habe am Anfang gesagt,
Ich würde Sie gern dazu einladen, mental auf die Tische zu steigen. Das war nur halb wahr. Wenn ich runterzähle, haben Sie die Möglichkeit, das Verlasst Change It dieser Situation. Die einfachste Form wäre Aufstehen. Klingt an sich nicht so schlimm, doof wäre nur halt, wenn man der Einzige ist, der aufsteht. Man kann natürlich auch, wenn man hier oben steht, noch, weiß ich nicht, so machen, ja, oder Sie rappen ein bisschen, you're like I've seen a white person before, jaws all on the floor, like Pam and Tommy just burst through the door. Also es ist eine wahnsinnige Gelegenheit, nochmal diese Mechanismen zu beobachten, wie geht es mir vorher, wie geht es mir währenddessen und wie geht es mir danach. Und dieses Gefühl dann auch mitzunehmen. Möglichkeit, schön Selbsterfahrung zu machen, ohne dass was passieren kann, in 3, 2, 1, go!